Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Teil meines Fassprojekts 2026. Und diesmal, das könnt ihr schon sehen, ist das Fass wieder mit dabei. Und wir wollen jetzt nach gut 1,5 Wochen das Fass einmal öffnen und gucken, hat sich da was getan an der Füllmenge, merklich, und vor allen Dingen hat sich etwas getan an der Farbe und den Aromen, die man jetzt in diesem Madeira, der jetzt seit 11 Tagen in diesem Fass lagert. Ihr seid jetzt also live dabei. Ich habe das Fass auch vorher wirklich noch nicht geöffnet. Und jetzt schauen wir mal. Ich nehme hier den Kollegen hier oben ab. Das ist etwas schwierig. Da muss man schon mal ein bisschen Kraft aufwenden. Guck mal kurz rein. Ich würde mal denken, also rein von der Füllmenge her hat sich da fast gar nichts getan, würde ich sagen. Ich habe hier schon den Original Madeira mal eingegossen. Kennen wir ja schon. Jetzt gucken wir mal, wie der Madeira hier aus dem Fass kommt. Vorsichtig. Ups. So, dann machen wir noch eine Ladung rein mit der Pipette, damit wir auch eine gewisse Menge haben, mit der wir arbeiten können. 3-mal kann man das schon machen, würde ich vorschlagen. Und dann hat man hier auch eine gute Menge. Ach komm, wir machen noch einen. Kommt er wieder zurück ins Fass dann. Genau. So. Die Pipette jetzt hier hin, so dass er uns nicht weiter stört. Ja, ich habe ein weißes Blatt wieder dabei. Ich halte das mal dahinter. Und ich bin etwas erstaunt. Aber das liegt vielleicht daran, dass der einfach schon eine gewisse Farbe hat. Denn auf jeden Fall ist das, was aus dem Fass kommt, ein Ticken heller als das, was im Original an Farbe gegeben war. Also das ist der erste, vielleicht ein bisschen überraschende Effekt. Das ist in dem Fass heller geworden. Wichtig allerdings, das Fass ist ja sozusagen Virgin Oak, also nicht vorbelegt gewesen, zwar getoastet, mittelgetoastet, aber das ist vielleicht nicht ungewöhnlich, dass ein Wein, der schon eine gewisse Farbe hat, da jetzt nicht nochmal nachdunkelt. Also da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus, da muss ich mal drüber lesen, was da eigentlich so passiert. Beim Whisky ist es ja so, dass ja der New Make klar ist, wie eine klare Flüssigkeit, wie ein klarer oder auch ein Wodka, und dann diese klare Flüssigkeit Farbe recht schnell annimmt. Das haben wir ja auch gesehen im ersten Video, als ich das Wasser ausgegossen habe. Das war ja deutlich dunkler. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Das ist doch schon mal recht überraschend. Nun geht es natürlich daran, was ist aromenmäßig passiert. Ist das überhaupt merklich nach 11 Tagen? Und ich habe noch mal ein bisschen mich belesen. Ich habe mir das noch mal angeschaut, wie lange die Vorbelegung laufen kann, laufen wird, laufen sollte. So 4 Wochen war eigentlich immer so ein Mittelwert. Insofern habe ich dann ja in den früheren Videos habe ich ja angekündigt, nach so Ende Januar das erste Mal zu gucken. Das habe ich jetzt nach vorne verlegt. Heute ist der 14. Januar. Und will einfach sicher gehen, dass ich da keinen großen Fehler mache und zu spät das erste Mal das Fass öffne und gucke, was mit dem Madeira passiert ist und dann alles gekippt ist, und dann wäre das sehr schade. Ich würde jetzt natürlich in der ersten Stufe nochmal den Madeira in der ursprünglichen Variante von der Nase erfassen. Es ist natürlich so, dass ich mich noch daran erinnern kann, aber so ein bisschen Auffrischung kann da ja nicht schaden. Okay, wir hatten die Aromen ja alle beschrieben. Süße, saure, gelbe Früchte, sehr nussig, ein bisschen auch eine pikante Note. Und jetzt gucken wir mal, was hier passiert.
Also, diese Noten, die im Ursprung des Madeira waren, die sind noch da. Sie sind aber schwächer geworden. Und man hat schon jetzt so einen gewissen, ganz leichten Holzton. Und vielleicht geht es jetzt mehr in Richtung Augenblick. Ja, das ist hier eher fruchtig. Das ist ein bisschen süßlicher. Ich will nicht gleich mit Vanille anfangen, was natürlich ein sehr übliches Aroma ist bei Eichenfässern. Aber das geht schon in die Richtung. Aber es ist absolut nicht unangenehm, es ist absolut nicht irgendwie stechend oder dass ich jetzt sage, das geht ja gar nicht. Also von der Nase her ist das alles fein. Ich würde jetzt hiervon kosten, den nicht. Das muss ich ein bisschen aus der Erinnerung machen, weil wenn ich den jetzt koste, glaube ich, ist das too much. Dann kriege ich die Unterschiede vielleicht nicht so raus. Oder ich koste den nach. Gucken wir mal. Ja, er ist immer noch der Madeira. Also er ist auf keinen Fall irgendwie gekippt. Das kann man jetzt gar nicht sagen. Aber man merkt schon ein bisschen Fasseinfluss. Das ist jetzt noch nicht so schlimm, aber hinten raus. Jetzt auf der Zunge und so, da habe ich jetzt schon deutliche Vanillenoten, würde ich sagen. Schon in diese Richtung vanillig gehend. Das ist auf jeden Fall mit drin. Also jetzt, es geht ja in diesem Schritt darum, dass das Holz die Madeira-Aromen aufnimmt. Und das tut es natürlich dann daran festzumachen, dass der Madeira sich verändert. Er hat sich verändert. Also da ist was passiert. Es ist aber nicht so viel passiert, dass wir jetzt hier irgendwie abbrechen müssen. Ich nehme jetzt mal den Madeira doch nochmal im Original. Oh ja. Okay. Also jetzt, da ist geschmacklich, ist da viel passiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da hat sich was verändert. Am Madeira, das ist ja auch gewollt und war auch zu erwarten. Ist alles noch im Rahmen. Also der Madeira, also dieser kommt wieder zurück ins Fass, dann wird das Fass wieder verschlossen und dann geht es weiter mit der Vorbelegung und ja, der Impfung des Holzes. Der Madeira geht wieder zurück in die Flasche für später. Und ich hoffe, es war aus eurer Sicht auch interessant, einen weiteren Schritt zu gehen in meinem Fassprojekt und melde mich dann wieder, wahrscheinlich das nächste Mal wieder ohne Fass, aber dafür dann mit anderen Infos zu dem Thema Whisky, Whisky-Auswahl. Ich freue mich, dass ihr euch das Video angesehen habt. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und weitere Teile folgen natürlich, wie es fortgeht mit dem Fassprojekt 2026. Vielen Dank. Tschüss.